Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus diesem Moment heraus die Weisheit fließen zu lassen. Die Weisheit, die in euch ist, die Wahrheit, die durch euch spricht. Wir möchten eine Thematik ansprechen, die jeden von euch betrifft. Die Thematik des Umgangs miteinander, die Thematik der Beziehungen, in welcher Form auch immer, und des sich Wiederfindens in bestimmten Mustern von Reaktionen. Ihr benennt gern bestimmte Dinge als Traumata, um eure Reaktionen besser verstehen, besser ergründen, besser begründen zu können. Wir sagen, wir verstehen vollkommen, wir sehen vollkommen, dass bestimmte Reaktionsmuster geübt, gelernt und somit automatisiert sind. Wir verstehen jedoch auch, wir sehen jedoch auch, dass das die Macht weggeben, welches ihr oft und mit so viel Selbstverständlichkeit geneigt seid zu praktizieren, dass das eure Macht weggeben an den geübten Ablauf, den Mechanismus, die gewohnte Reaktion, die automatisierte Reaktion, dass dieses eure Macht weggeben eine bewusste Wahl ist. In dem Moment, in dem ihr auf eine Weise reagiert, die euch nicht zusagt und die ihr doch wählt, in dem Moment bleibt ihr nur dann in eurer ganzen Kraft, in eurer gesamten Macht, in eurem tatsächlichen, selbstbestimmten Sein, wenn ihr erkennt, dass dies eine Wahl von euch selbst ist. Viele gesellschaftliche Formen haben den Menschen auf eine Weise geprägt, dass er Schuldige findet in seinem Außen, dass er Schuldige findet, die nicht in diesem Hier-Jetzt-Moment sind. Er befindet sich als Schuldigen durch seine Vergangenheit, er befindet seine Eltern als Schuldige durch ihre Erziehung. Er befindet andere Menschen als Schuldige durch das, was er durch sie erlebt hat. Er befindet die Welt und das, was auf ihr abgeht, als schuldig und fühlt sich somit für einen Moment aus dem Schneider und erleichtert. Die Schuld woanders finden, ist jedoch nichts anderes als die Machtverlagerung, die Verantwortungsverlagerung. Der Mensch, der sagt, ich kann nichts dafür, ich wurde dazu genötigt und daher bin ich machtlos, baut sich eine Realität der Machtlosigkeit, der Ohnmacht, eine Realität, in der er das Gefühl hat, keinerlei Handhabung in seinem Leben zu haben. Eine solche Machtlosigkeit mag sich kurzzeitig gut anfühlen, da die Schuld nicht bei sich selbst gefunden wird. Langfristig jedoch ist diese Machtlosigkeit ein sich nicht für das eigene Leben entscheiden. Indem du dich nicht für dein eigenes Leben entscheidest, wählst du, dass das Gras im Garten des Nachbars grüner ist als deins. Du wählst, dass das Leben eines anderen besser ist als deines. Du weißt tief im Innern, dass dies nicht sein kann, denn du hast dein Leben gewählt, mit all den Erfahrungsschätzen, all der Farbenpracht, dem Reichtum,
den du durch all deine Erfahrungen gewonnen hast. Nichts kann geschehen ohne deine Zustimmung, denn du bist mit freiem Willen auf Erden. Wir wissen, dass dieser Spruch, diese Aussage, der freie Wille gibt dir die Möglichkeit, freiwillig auf Erden genau das zu erleben, was du willst, dass diese Aussage euch häufig triggert und nicht auf eure Zustimmung trifft. Aus unserer Perspektive, der höchsten Perspektive jedoch, ist die Zustimmung nicht auf der äußeren Ebene befindlich, nein, sie befindet sich im tiefsten Innern, weit tiefer, als die meisten von euch zu blicken wissen. Sie befindet sich in kosmischer Übereinstimmung mit dem, wofür du tatsächlich auf der Erde bist, mit den Erfahrungen, die du in dieser Form auf Erden machen willst. Du bist nicht nur in dieser primären Form auf der Erde, doch diese primäre Form hast du gewählt, um primär zu fühlen, primär zu erleben, primär zu durchleben. Diese Form hast du gewählt als am realsten in diesem Moment. All die anderen Formen sind ebenso real für dich, jedoch in der anderen Form. Und wir wissen, dass dies eine Ausdehnung deines Verstandes bedeutet, es wirklich in der Tiefe zu begreifen. Worauf wir hier also hinweisen möchten, ist, dass die Zustimmung, die du meinst zu geben, das Ja, das Nein sagen zu bestimmten Erfahrungen, in den meisten Fällen nicht 1:1 übereinstimmt mit dem, was du wirklich wählst, auf Erden zu erleben, mit dem, was du wirklich erleben willst, um dir einen besseren Blick, eine bessere Vorstellung davon zu geben, was du wirklich willst und weshalb du zu so vielen Dingen, zu denen du denkst, niemals Ja gesagt zu haben, niemals Ja zu sagen, Ja gesagt hast, zu denen du Erlaubnis gegeben hast, um dir ein besseres Verständnis dafür zu geben, warum, möchten wir dir Folgendes sagen. Deine Existenz auf der Erde, in all diesen bunten Formen und primär in der Form, in der du dich hier jetzt befindest, deine Existenz auf der Erde dient dir, um in der Tiefe zu lieben. All das, wo du noch nicht lieben willst, noch nicht lieben kannst, wählst du, um lieben zu wollen, um lieben zu können. Es ist also nicht so, dass du dir stets und ständig genau die Situationen kreierst, in denen du bereits Meister im Lieben bist. Nein, du wählst dir Situationen, in denen dir das Lieben schwerfällt, in denen dir die Frequenz der Liebe zu halten, dich für die Frequenz der Liebe zu entscheiden, schwerfällt, damit du alsdann üben kannst auch dort die Liebe zu leben, die Frequenz der Liebe auszudrücken, dich für die Frequenz der Liebe in ihrer reinsten Form zu entscheiden. Die Wahl, die du hier und dort in deinem Leben also triffst, die Ereignisse, zu denen du Ja sagst, auf die du dich einlässt, auf kosmischer Ebene und doch in deinem Leben, sie sind bestimmt davon, was du dir zutraust, was du dich traust, mit Liebe zu durchfluten. Wir laden dich ein, tief, tief in diese über das Normale hinausgehende Vorstellung hineinzutunen, hineinzufühlen und selbst zu überprüfen und zu schauen, was sich dadurch für dich wandelt, wie viel leichter es dir dadurch fällt, die Ereignisse liebevoll anzunehmen,
und dich auf das zu konzentrieren, weshalb du deine Zustimmung zu diesen Ereignissen auf tiefer, nicht sichtbarer und doch so wahrer Ebene gegeben hast. Dein Mitgefühl für dich selbst, deine Annahme deiner selbst und damit die Kraft, die du in dir fühlst, steigt um ein Unendliches an, indem du erkennst, dass es nicht gilt, das zu bekämpfen, was du gewählt hast, wozu du Ja gesagt hast, worauf du dich eingelassen hast, indem du erkennst, dass dies alles goldene Gelegenheiten für dich sind, zu lieben und die Frequenz der Liebe eben noch tiefer zu bringen, in noch dichtere Formen hinein zu versenken, aus noch dichteren Formen herauszukitzeln. All das, was dich, was euch umgibt, und wir sprechen hier insbesondere zu jenen von euch, die bereits wissen, dass sie weit mehr sind als diese physische Form, dass das Irdische ein Hologramm ist, das durch euch neu und neu gestaltet wird und euch doch die Möglichkeit gibt, sehr real zu leben und zu erleben, zu fühlen und wahrzunehmen. Wir möchten zu euch, die bereits wissen, dass all das irdische Spiel nicht euer Sein begrenzt, sagen, dass es nicht gilt, ein Ergebnis zu erreichen auf der Erde. Es gilt nicht, dieses oder jenes zu bewirken. Was es gilt, ist auf der Erde das zu sein, was du weißt zu sein, das zu sein, was du weißt, dass es ist. Es gilt für dich, für euch, die ihr bereits wisst, dass ihr mehr seid als diese physische Form. In der physischen Form die Unendlichkeit zu leben, nicht anzuhaften an euren Sandkasten, und wir sagen das voller Liebe und frei von Wertung, an das Spiel, für das ihr euch auf der Erde primär entschieden habt, an die Spiele, die verschiedenen Szenarien, in denen ihr spielt und die so real sind. Insbesondere für euch gilt, dass ihr frei von Wertung das annehmt, was an Wandel geschieht, wissend, dass jeder Wandel der göttlichen Harmonie unterliegt und somit kein Wandel anderes ausdrücken kann als Harmonie. Selbst im Unfrieden, selbst im Krieg, selbst in der Zerstörung drückt sich die Neusortierung, drückt sich die tiefe Erfahrung von so kann es sein und ich entscheide neu aus. Jeder Krieg, jede Zerstörung, jeder nicht gewünschte Wandel bringt doch Neues mit sich. Wir ermutigen euch also, nicht gegenzuhalten, nicht am Alten festzuhalten, sondern zu verstehen, zu erlauben, dass die Zeit des Wandels eine Zeit ist, in der auch viel Zerstörung geschieht, die wiederum dazu führt, dass die Menschen klarer sehen. Verausgabt euch daher nicht mit dem, was ihr verhindern könnt, mit dem, was ihr bewirken könnt in dreidimensionaler Ebene. Lasst euch vielmehr darauf ein, in jedem, was ihr tut, die Liebe
wirken zu lassen, die Liebe fließen zu lassen, liebevoll zu sein, liebevoll zu bleiben. Wann immer ihr das Gefühl habt, einen Gegner zu haben, so erinnert euch, dass dies Trennung bedeutet und erlaubt euch, zurückzufinden in das Miteinander, in das Füreinander, in das Verstehen des Gegenüber, in das Mitgefühl. Ein Jugendlicher, der sich von niemandem verstanden fühlt, mag um sich schlagen, mag austeilen, mag alle negativ betrachten und behandeln. Die Wahl des Erwachsenen, seiner Eltern, der Menschen, die mit ihm umgehen, die Wahl im Umgang mit diesemjenigen liegt bei denen, die mit ihm umgehen. Sie wissen, dass sie selbst einmal in dieser Position waren, unzufrieden, um sich schlagend, alles zerstören wollend. Und somit haben sie die Ausstattung mit Mitgefühl. Sie können mit Mitgefühl, mit Liebe reagieren, ohne diesenjenigen anders haben zu wollen, ihn bedrängen zu wollen, ihn belehren zu wollen. Sie wissen, dass ihre Liebe auch in dem anderen ist, denn die Liebe gehört niemanden. Sie ist aktiviert oder schlummernd. Doch in dem Moment, wo die Liebe geliebt wird, hier, dort, irgendwo, geht sie in Resonanz mit jeder Liebe, die irgendwo ist. Und somit ist die Frequenz der Liebe, die reine Liebe, die ihr fühlen könnt, das stärkste Mittel für den Frieden, für eine Welt, so wie ihr sie wollt. Anstatt also die Welt zu belehren, die Welt zu bekehren, die Welt zu zwingen in das, was ihr sehen wollt. Habt Mitgefühl mit jedem einzelnen Ausdruck auf der Erde. Fühlt, dass ihr selbst dieses seid, dass ihr selbst in Momenten auf diese Weise gehandelt habt oder zumindest handeln könnt. Dass es eine Ausdrucksform in der Palette des menschlichen Ausdrucks ist und ihr die Wahl habt, diese zu wählen oder nicht zu wählen. Derjenige, der diese Wahl noch nicht gekostet hat, er mag noch so viele Hinweise bekommen, dass sie giftig ist. Das verschlossene Türchen, das verbotene Türchen ist das, was am meisten danach schreit, geöffnet zu werden. Das, bei dem derjenige, der Verbot fühlt, dieses Verbot lösen will. Erlaubt also dem Menschen, euren Mitmenschen, eurem Umfeld, erlaubt jedem seine Erfahrung noch zu machen, auf seine Weise. Doch lasst euch nicht beeinträchtigen in eurer Wahl, in eurem Spektrum von Auswahl und wählt das, was euch wirklich freut, was euch mit Freude durchflutet, was eure Frequenz nährt, hebt und euch in einem harmonischen, gesunden, friedvollen Zustand sein lässt. Das Lösen der Wertung von allem, was ist, öffnet jedes noch so verschlossene, nicht erlaubte Türchen. Die Öffnung all dieser Türchen, all dieser verborgenen Kammern löst den Wunsch danach auf, das Nicht-Erlaubte zu testen, denn es gibt nichts Nicht-Erlaubtes mehr. In dem Moment, in dem alles erlaubt ist,
und alles aus der Liebe heraus wahrgenommen wird, als Möglichkeiten, neutral, frei von Wertung. In dem Moment ist jeder frei zu wählen, nicht aus dem Widerstand heraus, nein, aus der Liebe, seinem Sein heraus. Das sich verwechseln mit etwas Dichtem, mit einem menschlichen Verhalten, das Zurückgreifen auf ein menschliches Verhalten, weil es sich kraftvoll anfühlt, weil es sich zerstörerisch anfühlt, weil es sich so anfühlt, als hättest du, als hättet ihr die Macht, als hätte dieserjenige mehr Macht, als wenn er nur dasteht, nur freundlich lächelt und liebt. Dieser dichte Ausdruck rührt daher, dass eben nicht alles erlaubt ist, dass er nicht in seiner Wahl erlaubt ist, dass er sich gewertet fühlt. Ihr braucht nun nicht das Fühlen dieser Wertung dieser Person abzunehmen, das könnt ihr nicht. Was ihr jedoch könnt, ist, selbst jeder Wertung erhaben zu sein, nicht zu werten und einfach zu lieben. Wie bereits gesagt, die Liebe ist stärker als alles andere. In der Praxis sieht dies so aus, dass ihr euch Reaktionsmuster selbst auch erlaubt, wenn sie kommen, wenn sie sich euch anbieten, wenn ihr fühlt, dass der Wunsch, dieses Reaktionsmuster auszuüben, dieser Wut Ausdruck zu verleihen, diesem Missmut Ausdruck zu verleihen, dass der Wunsch größer ist als die Freude an der Frequenz des Friedens, der Liebe. Indem ihr euch erlaubt, dieses Reaktionsmuster zu spielen, nehmt ihr wahr, dass es ein Spiel ist. Kinder können wunderbar spielen, kreischen, quietschen, ein Spektakel veranstalten, und es ist zu Zeiten schwer zu unterscheiden, ob es im Spiel oder im Ernst geschieht. Das Kind weiß jedoch, ob es spielt oder ob es ernst ist. Und genauso weißt du, ob das, was du dort spielst, ein Spiel ist oder ob du es gar zu ernst nimmst. Um also Reaktionsmuster für dich selbst zu lösen, laden wir dich ein, die Reaktionsmuster anzunehmen, sie zu studieren, in der Freude zu bleiben, auch wenn du reagierst, zu beobachten, wie du reagierst und auszukosten, dass du dieses Spiel, dieses Reaktionsmusterspiel spielst, dass du diesen Spielstein wählst, diese Karte aufdeckst, die Reaktionsmuster sowieso heißt. Es ist eine wohlformulierte, wohlprogrammierte Möglichkeit, die du wählst. Würdest du Widerstand gegen dieses Programm leisten, gegen diese Reaktion, so würdest du an dieser Reaktion festhalten und dich mit ihr identifizieren. Der erste Schritt also, um Reaktionsmuster zu lösen, seien sie traumatisch bedingt oder einfach antrainiert, ist sie zu erlauben. Diese Reaktionsmuster zu erlauben, während du sie beobachtest, dich nicht identifizierst mit dem, was du dort tust und somit umso besser beobachten kannst, wann du, auf welche Weise auf dieses Reaktionsmuster zurückgreifst, es ausspielst. Aus dieser Beobachtungsperspektive heraus
gelangst du wieder in deine Macht, denn du identifizierst dich nicht mit diesem klitzekleinen Teil, den du dort spielst. Du weißt, du bist alles, was ist, und das kannst du spielen, ohne dass es dich definiert. Selbst wenn andere dich darüber definieren mögen, du selbst weißt, und dein Wissen ist deine Kraft, und somit bist du nicht abhängig von dem, wie dich andere definieren und sehen. Gelingt es dir dann umso besser, mehr und mehr zu beobachten und dein Spiel zu spielen, während du dich beobachtest. Deinen Ausbruch, Emotionsausbruch, Wutausbruch, was immer es sein muss, Reaktionsausbruch zu leben, vollkommen auszudrücken, während du lächelnd dir zuschaust, liebevoll mitfühlend. Wenn dir dies mehr und mehr gelingt, so kommst du an einen Punkt, wo du merkst, dass in dem Moment, wo du zu diesem Reaktionsmuster greifst, du die Wahl hast. Du wieder nach dem Reaktionsmuster greifen kannst und es sein lassen kannst. Und sicherlich wirst du noch einige Male nach diesem Reaktionsmuster greifen, denn es ist schön, die Wahl zu haben und das zu wählen, was du doch so oft gewählt hast, was dich doch so sicher fühlen lässt, denn du weißt, dass dieses Reaktionsmuster etwas für dich bringt. Nach und nach wirst du jedoch auch bemerken, dass auch diese andere Möglichkeit eine interessante ist, dass du gar nicht all diese Kraft jeweils immer aufbringen möchtest, in dieses Reaktionsmuster hinein zu erlauben, und dass du von Zeit zu Zeit auch mal in diese andere Möglichkeit, in eine andere Möglichkeit hinein erlaubst. Du wirst merken, dass deine Reaktionsgeschwindigkeit sich verändert, dass dein Reagieren mehr ein Agieren wird, weil du bewusst wählst. So kann es sein, dass dein Reagieren nicht mehr ganz so unmittelbar, nicht mehr ganz so impulsiv, sondern geführter vonstatten geht, weil du wählst. Und selbst wenn du den Ausbruch wählst, du merkst, ich mache diesen Ausdruck, ich bin er nicht. Um ganz und gar Reaktionsmuster zu lösen, um ganz und gar die Ergebnisse von traumatischen Ereignissen zu lösen, braucht es deine volle Bereitschaft. Die volle Bereitschaft drückt sich im Kleinen aus. Die volle Bereitschaft braucht keinen 30, 90 oder 3-Jahresplan. Deine volle Bereitschaft braucht einzig und allein dein Bitten darum. Wenn du dir erlaubst, das, was du wirklich willst, zu formulieren, wenn du dir erlaubst, es dem Göttlichen zu offerieren, so kannst du loslassen, musst nicht an dem festhalten, was du meinst zu sein und meinst loswerden zu müssen. Indem du das, was du ändern willst, in göttliche Hand legst. Und dies kann so einfach sein wie einen Zettel schreiben, auf dem dein Wunsch steht. Und darunter dein Wille geschehe, was nichts anderes bedeutet als das Höchste. Gemäß höchster Harmonie möge geschehen, auch wenn es über das hinausgeht, was ich vermag zu verstehen.
Es kann also so einfach sein, wie auf einen Zettel zu schreiben, was du dir wünschst, und diesen in ein heiliges Kästchen an deinen Meditationsplatz, irgendwo dorthin zu legen, wo er sein kann, ohne weiter berührt werden, ohne weiter beachtet werden zu müssen. Dein Erlauben kann ganz einfach sein. Doch es ist ein bewusstes Formulieren, ein bewusstes Offerieren und dann, alsdann ein bewusstes Loslassen, ein bewusstes Erlauben, dass das Göttliche für dich wirken kann. Dieses Göttliche ist nicht von dir getrennt. Es ist das, was du bist in deiner Essenz. Doch diese deine Essenz ist nicht gebunden an das irdische, das dreidimensionale Bewusstsein. Es ist nicht limitiert. Und es wirkt für dich auf weit, 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 unendlich weitere Weise, als du mit deinem Verstand begreifen und erfassen kannst. Dieses Offerieren dessen, was du wirklich willst und wünschst, so einfach es ist unendlich wirksam. Erlaube dir es loszulassen, nachdem du es formuliert hast. Denn nur indem du nicht schaust, nicht beobachtest, löst du den eisernen Griff deiner Kontrolle und erlaubst, dass orchestriert wird, auch ohne dein Kontrollieren, ohne dein Beobachten, ohne dein Sicherstellen, dass es auch so geschieht, wie es geschehen soll. Weit, weit mehr Wege stehen für jede Verwirklichung jedes deines Wunsches zur Verfügung. Wenn du ganz vertraust, dich in dem tiefen Vertrauen weißt, dass die Dinge für dich geschehen und dass das, worum du bittest, wenn es von Herzen kommt und du diesen kleinen Einsatz gebracht hast, darum zu beten, einbezogen wird in die Orchestrierung, die göttliche Harmonie, die für dich wie für jeden anderen geschieht. Wenn du all dies erlaubst, so bist du frei, so bist du in deiner Macht, in deiner Kraft, die weit über deine menschliche Kraft und Macht hinausgeht, bist jenseits von kontrollieren und kontrollieren müssen, jenseits von Ursache und Wirkung. Dieses Erleben möchten wir dir als Möglichkeit eröffnen, als eine Möglichkeit, jedes noch so verhärtete, noch so traumatisierte Verhaltensmuster ins Licht zu geben, als Möglichkeit, alles, was du dir wünschst, zu adressieren, ohne es zu erzwingen und somit in jedem Moment frei zu sein. Denn der Moment, in dem du im Moment bist und die Liebe lebst, dich selbst ausdrückst, dich selbst erfüllt fühlst, dieser und jeder dieser Momente ist ein Moment deines Vollkommenseins, in dem du deine Vollkommenheit fühlst, deine Kraft, deine Göttlichkeit. Du bist nicht abgelenkt vom Gestern, vom Morgen und von dem, worum es sich gilt zu sorgen. Du bist ganz in diesem deinem Sein, ganz frei, ganz rein. Denn jeder für sich ausgedrückte und gelebte Moment lässt dich neu sein, losgelöst von all dem, was dir jemals widerfahren ist und widerfahren wird. Du bist frei, du bist rein, du bist die Liebe, du bist der Sonnenschein, du bist alles, was ist und hast die Macht, die Kraft, alles zu wandeln durch deine
ganz klare, ganz einfache Frequenz. Die Frequenz deiner Essenz. Wir lieben dich. Wir lieben euch. Wir lieben, denn das ist, was du bist. Das ist, was alles ist. Wir sind eins mit dir. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.